Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 14. März bewarb Rainer seinen Merch-Shop, den er nun verlinkt hatte, während des YouNow-Streams. Abends versuchte er erst, den Drache-Schaut-Bot, der Rainers Internetaktivitäten tweetete, von Twitter sperren zu lassen, dann ihn zu überfordern. Als Rainer kurz nach Mitternacht streamte, forderte er auch seine Zuseher auf, den Twitter-Account zu melden. Wie auch immer, melde den bitte mal und dass der mal gebannt wird, dass da mal der angeschaut wird, der Kanal. Weil das ist echt kriminell, was der da macht. Ich meine, das schränkt mich wirklich in meinem täglichen Zeug ein. Ja. Ich kann auf keinen Teamspeak, auf keinen TS, von dem die wissen, dass ich da bin. Auf keinen Discord, weil ich habe seit kurzem Discord. Dankeschön, Frank. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und wie auch immer, das ist auf jeden Fall echt kriminell, was der da abzieht. Auch behauptete Rainer, sich bei Firmen gemeldet zu haben, um einen PC gesponsert zu bekommen. Als er am 15. März streamte, richtete er eine Ansage an Tanzverbot, da dieser kurz im Stream gewesen war. Kilian, tu mir den Gefallen, verpiss dich aus meinem Stream mit deinen Aktionen, die du bringst. Ganz ehrlich, hinter meinem Rücken rumlabern und dann mir in die Fresse irgendwie lügen. Nee, ganz ehrlich, brauche ich nicht haben. Und ja, du wolltest mir ins Gesicht sagen, aber erst nachdem du... Ja, okay, er ist schon weg. Pff. Nee, er ist schon wieder da. Tu mir echt den Gefallen und verpiss dich aus meinem Stream, hast hier nichts verloren, Tanzverbot. Ganz ehrlich. Kilian könnte ich lässig abhängen, wenn ich wollte. Ach ja, kein Thema. Ich müsste nur ein bisschen skrupelloser sein, was meine Videos und meine Streams und so weiter angeht. Mal an alle YouTuber Deutschlands. Ihr müsst mit mir rechnen, ich bin auch ein YouTuber Deutschland. Egal was die Leute behaupten. Und mit mir muss man rechnen. Am 16. März enthüllte er, dass YouNow seine Haupteinnahmequelle war. Abends bewarb er wieder seinen Merch-Shop und behauptete, eigenartige Geräusche würden von seinem Sofa stammen. Das war das Sofa. Dann forderte er die Hater auf, zu liken und versprach ihnen dafür ein Geschenk. Zeigt mir eure Verachtung, indem ihr liked und indem ihr hergeht und den Capture-Button prügelt, indem ihr teilt und mich weiterempfehlt an eure Hater-Kollegen, dass mich noch mehr Leute haten. Los, prügel die Button, Alter! Der muss richtig kochen, der Button. Ihr habt noch 4 Minuten. Dann bekommt ihr euer besonderes Geschenk. Und keine Sorge, ich gehe nicht offline. So Leute, ihr bekommt jetzt euer Geschenk. Den Abonnenten, jetzt ist der Abonnenten-Chat an. Auf ewig unbesiegt, ihr Wichser! Anschließend richtete Rainer seinen angestauten Frust gegen die Hater. Also das war ja echt wohl die dämlichste Aktion ever. Und ihr bringt immer wieder die gleiche Geschichte. Seit 5 Jahren hockt ihr auf eurem fetten, faulen Hartz-IV-Arsch, glaubt die ganze Zeit, ich bin Hartz-IVler, obwohl ich von der ganzen Scheiße hier Kohle krieg und für die ganze Scheiße hier Kohle krieg. Und bin garantiert kein Hartz-IVler. Egal, was ihr zu glauben scheint. Aber ihr hockt daheim, nachts, Alter, es ist Freitagabend, es ist fast 12. Und ihr hockt auf eurem fetten, faulen Arsch zu Hause, anstatt in die Disco zu gehen, am Mädel oder an Kerl klar zu machen, vielleicht ein bisschen Leute kennenzulernen. Nein, ihr hockt auf eurem fetten, faulen Arsch und müsst hier Kindergarten spielen. Ist natürlich nur für die Idioten gemeint. Ohne Scheiß, die Hater. 24/7. Ich hätte das auch am Montagnacht machen können. Dienstag, wenn die Leute auf Arbeit gehen. Hocken die für den fetten faulen Hartz-IV-Arsch. Echt mal ganzen Caption. Ich habe mir den Platz hier oben erarbeitet und verdient. Schon allein, weil ich den ganzen Tag solche Typen ertragen muss.
die ganze Zeit meinen, die Welt dreht sich nur um sie. Weil keiner von denen das Hirn hat, abzuschalten. Jetzt regt es sich auf. Er ist Matt. Ja, Wahnsinn, dann bin ich Matt und weiter? Was hast du davon? Außer deine 5 Minuten Lache? Ich habe davon 100.000 Leute, die mir hier zuschauen, 100.000 Leute, die mir hier Likes und Button da lassen, weil sie die Aktionen feiern. Und du hast 5 Minuten Lache dafür. Wahnsinn. Du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Genau du. Auch Geschichten von seiner angeblichen Freundin durften nicht fehlen. Vor 4-5 Monaten, ich weiß es nicht mehr, war meine Freundin bei mir. Naja, und wie das halt so ist, waren wir ein bisschen lauter. Wie dem auch sei. Es ist ein Hater vor der Tür gewesen. Also bin ich rausgegangen. Und im Klartext, einer von den Hatern, ich bin nicht darauf eingegangen damals, aber einer meinte, hast du gerade deine Freundin gebankt oder läuft da ein Porno? Naja. Das war meine Freundin. Aber vermutlich kommt jetzt der Satz. Ja, das sagt er jetzt bloß, um cool zu sein, weil er sein Möchtegern Freundin bestätigen will. Okay, ist meine Freundin weiterhin safe. Alles klar. Wollte ich nur mal kurz sagen. An diesem Tag hatte Rainer auch einen Briefkasten an seinem Tor installiert. Dieser war auf einem Tisch positioniert, wurde jedoch bereits nach einem Tag umgestoßen. Am 17. März streamte Rainer zur Mittagszeit und beschwerte sich wieder einmal über die Moderatoren auf YouNow. Wie fühlt es sich an, von der ganzen Welt gehasst zu werden? Das ist ein tolles Gefühl, ich habe ganz schön viel Beachtung. An die Mods, bitte den Low-Level an. Ohne Scheiße, wenn ich irgendwas zu sagen hätte auf YouNow, ich würde die ganzen Moderatoren rausschmeißen und dafür sorgen, dass sich die Leute selber Moderatoren machen können. Das ist ja wohl echt nicht zum Aushalten. Ein Gast fragte Rainer, warum er denn einen Spendenstream veranstalten wolle, wenn er angeblich viel Geld verdienen würde und große Ersparnisse hätte. Sagt er von dir aus, du hättest diese Reserven. Das hast du von dir aus gesagt. Ja, und weiter? Ja, also war das gelogen? Worauf willst du hinaus? Ob das gelogen war? Weil wenn das wirst du nie erfahren, weil es dich nichts angeht. Weil dann fände ich das ein bisschen dreist, deinen Fans gegenüber einen Spendenstream zu machen. Weißt du, ob du das dreist findest oder nicht, ist mir egal. Du kannst machen, was du für richtig hältst. Kein Mensch zwingt dich für irgendwas. Ist das alles, was du machen willst? Hier nur ein bisschen provozieren? Ja. Ich bin YouTuber und dafür, dass die Leute mich schauen, muss ich irgendwas liefern, damit die Leute was schauen. Im Klartext, das nennt man Propaganda. Oder Provoganda, wie auch immer. Wahrscheinlich, bei mir ist es wahrscheinlich eher eine Provozierganda. Wie auch immer. Du wunderst dich, dass die Leute... Ich wundere mich über überhaupt nichts. Ich habe nicht nötig, mich über irgendwas zu wundern. Wenn du doch sagst, du hast Geld, dann ist das doch eine Lüge, wenn du das nicht hast. Ja oder nein? Siehst du das anders? Anderen nicht tun, mich als Lügner darzustellen, weil ich eine Lüge erzähle, ist noch lange kein Lügenlord. 90% von dem Zeug, was ihr erzählt, sind Lügen. So, ich habe einen anderen Gast. Dankeschön. Vielleicht nervt mich der nicht so. So ein Kindergarten. Danach veranstaltete Rainer einen Spendenstream, nahm allerdings nur 70 Euro anstelle der gewünschten 1500 Euro ein. Auch beschwerte sich Rainer im Twitch-Chat von Montana Black ausgiebig darüber, dass er auf dessen Discord gebannt worden war. Um Mitternacht streamte er erneut und schoss gegen andere YouTuber wie Herr Bergmann und Tanzverbot, welcher sich vor kurzem auf Twitter negativ über Rainer geäußert hatte. Ich müsste es gar nicht nötig haben, einen Spendenstream zu machen. Ich müsste ein Sponsoring kriegen. Aber jeder klemmt die Eier zusammen und drückt sie sich schon in die Mulde, weil er Schiss hat vor den Hatern. Und das gilt auch für Tanzverbot und auch für wie heißt der? Für Al-Blali. Ich hatte schon Streams mit 500 Zuschauern. Aber ja, ich finde einfach, mir steht da mehr zu. Vor allem, wenn man bedenkt, was Al-Blali für eine Scheiße abzieht und dann mit meinem Namen Klicks kriegt. Und mir interessiert es eigentlich gar nicht, dass er Klicks mit meinem Namen macht. Was mich stört, ist, dass ich dann davon nichts abkriege.
Also nicht von der Kohle oder so, sondern wirklich von dem Ruhm, von der Bekanntheit, von dem Abonnenten her. Ich habe vielleicht 500 oder 1000 Abos gemacht durch iBlalis Video damals. Wo sind die restlichen 2 Millionen? Das ist nur Trash-Content. Ey, komm, ohne Scheiß. Bring mir bitte die Scheiße mit Trash-Content nicht, ja? Weil dann sage ich nur ein einziges Wort. Tanzverbot. Alter, meine Videos sind besser als deine. Nix für ungut. Tanzverbot, Gast, bitte. Tanzverbot kann mich am Arsch lecken. Der kann mich an meinem fetten, verfetteten, hässlichen, nicht abgewischten Arsch lecken. Auch auf Twitter kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Rainer und Tanzverbot. Am 18. März startete Rainer den Juno-Stream im Kostüm des Drachenbarden. Auf Twitter stritt er sich mit Unge darüber, wer nun der meistgehasste Mensch auf YouTube sei. Am 19. März erschien das Video Radl und Dreck, in dem Rainer zeigte, dass der Keilriemen seines Fahrrad-Hometrainers beschädigt war und ihn daraufhin reparierte. Im Stream veranstaltete er ein #FragDrache. Am 20. März waren die Spenden in Rainers Stream von 11% auf 5% zurückgegangen, da viele Spenden zurückgezogen worden waren. Auch lud er ein Video über nordische Mythologie hoch und streamte kurz auf YouTube. Dann lieferte er sich erneut ein Wortgefecht mit Tanzverbot auf Twitter. Am 21. März war Rainer dann auf dem Discord von iBlali und behauptete auf Twitter, dieser würde den Hate fördern. Am 22. März tauchten Fotos vom Dach eines der Nebengebäude von Rainers Hof, der sogenannten Bulldog-Halle, auf. Dabei war ersichtlich, dass das Gebäude beschädigt war und sich das Dach zu neigen begonnen hatte. Im Stream stellte sich Rainer die Frage, warum er seine Internetpräsenz nicht beendete. Von 99% nur Ablehnung erfahren, vom Rest irgendwelches Gelächter und von ganz wenigen Prozent ein bisschen Zuspruch. Warum also mache ich das Ganze? Warum mache ich immer noch weiter? Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe keine Ahnung. Dann beschwerte er sich wieder über iBlali und behauptete, Imp wäre beim Mittwoch involviert gewesen. Am 23. März bannte er Tanzverbot in seinem Juno-Chat. Am 25. März streamte Rainer kurz nach Mitternacht und beschwerte sich ausgiebig über iBlali und Tanzverbot. Auch hatte er einen Wutanfall während seines Zelda-Let's Plays. Was ist das? Ich hab die verfickte Waffe ausgewählt! Mann, Alter! Ich hab den da gemacht! Nein, ich hab den da gemacht, Mann! Mann, Alter! Was soll der Scheiß? Wirf das eine verfickte Waffe weg! Das ist eine scheiß antike Waffe! Die hat nicht abzuhauen! Mann, Alter! Das gibt's einfach nicht! Das gibt's einfach nicht! Ich krieg den nicht hin! Ich krieg den nicht! Der Wichser! Der hat nur noch 30 Leben, Alter! Und ich krieg den nicht runter! Weil er sich immer wieder hochheilt! Ey! Ohne Scheiß! So regt mich auf da, ey! So unrealistischer Scheißdreck da! Jetzt fress ich was, damit ich mehr Schaden mache! Im Juno-Stream zeigte er eine Fliese, die er bemalt hatte. Dann behauptete er, wegen den Hatern keinen PC gesponsert zu bekommen und die letzten Monate etwa 15 € im Lotto gewonnen zu haben. Am 26. März trank Rainer im Stream und behauptete mit Headbangen Mana zu sammeln. Ich bilde mir nichts darauf ein, mit dem Kopf wippen zu können. Ich bilde mir was darauf ein, mein Mana sammeln zu können. Und ja, da lachst du vermutlich jetzt. Mana, Chi, Ki, wie auch immer du es nennen willst. Die innere Kraft zu sammeln ist ein Talent, das du nie beherrschen wirst. Weil du nur darauf aus bist, andere zu verletzen oder nerven oder auf den Sack zu gehen. Du hast keine Ahnung, was die innere Stärke wirklich bedeutet. Dankeschön. Nachmittags ging er während des Streams kurz nach draußen, um Besucher anzuschreien und als Kuchenkinder zu bezeichnen. Abends veranstaltete er einen Reaction-Stream auf Twitch, war aber so schlecht gelaunt, dass er alle seine Zuseher beleidigte. Okay, weißt du was, du Wichskopf, haust das mal im Wix-Stream ab, sonst wichse ich dir jetzt mit der Faust auf die Fresse. Das war beleidigend, Alter. Aber das hast du wahrscheinlich in deinem Hirn nicht mitbekommen, was vorher war. Immer die Fresse aufreißen, aber die Schnauze nicht wissen, was los ist. Okay, wisst ihr was? Fickt euch. Ich lese den Chat jetzt nicht mehr.
Wir machen jetzt noch eine Reaktion auf das Ganze und dann könnt ihr mich am Arsch lecken. Am 27. März stritt sich Rainer wieder mit diversen anderen Nutzern auf Twitter. Am 28. März wurde sein Twitch-Account gesperrt. Auch veranstaltete er eine kleine Roomtour im Stream und erklärte, in welchen Räumen er vorhatte aufzuräumen. Später ließ er sich wieder vom Chat provozieren. Wisst ihr was? Ihr wisst genau, dass ihr die ganze Zeit nur schlechter dasteht als ich und deswegen hatet ihr. Und den könnt ihr euch sonst wohin schieben. Habt ihr wenigstens einen Spielgefährten. Und an alle anderen, ich habe den Abo-Chat jetzt angemacht, das heißt, wir haben die Arschlöcher endlich los. Als er am 29. März in den frühen Morgenstunden streamte, beleidigte er seinen Zuseher und behauptete, der Hate würde zurückgehen. Wisst ihr, ich finde es echt traurig, dass so viele Menschen um die Uhrzeit hier online sind, nur um mir auf den Sack zu gehen. Von 150 Leuten oder 154 Leuten sind Minimum 130 Leute arbeitslose, kleine Spasti-Kinder, die entweder arbeitslos sind oder selber einfach keine Arbeit haben. Also keine Arbeit haben, Spastiker, also zu Hause nicht hocken. Oder irgendwelche Idioten, die momentan Ferien haben. Punkt. Und mittlerweile ist es so, dass dann noch die Iblali-Kinder dazukommen und mittlerweile noch die Tanzverbot-Leute. Und irgendwie ist aus der ursprünglich gefestigten Masse der Hater Matsch geworden. Die linke Hand, was bis die rechte tut. Der eine versucht den zu verarschen, der andere versucht den zu verarschen und gleichzeitig versuchen alle mich zu verarschen. Und ich? Was habe ich gemacht? Ich habe damit mein Geld verdient. Ich lebe davon. Ich komme mit meinem Zeug klar. Hab eine wunderschöne Freundin. Die schönste. Der Hate schrumpft. Keine Frage. Der Hate wird ungefähr, vielleicht noch ein bisschen mehr, ungefähr so weit zusammenschrumpfen. Ja? Auf dem Niveau wird er sich halten. Meine YouTube-Karriere ist derzeit ungefähr so. Momentan ist die Hater-Gemeinde ungefähr so. So. Mit dem Sinken der Hater wird meine YouTube-Karriere steigen. Und letzten Endes sind die Hater nur noch eine schlechte Erinnerung, über die die Leute lachen werden. Noch dazu, schon allein deswegen, weil sie letzten Endes nichts ausrichten konnten. Als Rainer auf BenLP angesprochen wurde, reagierte er wütend. Okay, Ryder, ich hab's dir jetzt zum 1000. Mal gesagt, fick dich und verpiss dich. Hast hier nichts verloren. Bitte entfolg mir überall und lass mich in Ruhe, du blöder Wichser. Ich hab dir gesagt, das Thema ist beendet, Punkt. Ich habe niemandem was getan und aus die Maus. Und wenn du mein Handeln irgendjemandem anderen zuschaffst, irgendjemand handelt und ich bin schuld. Nein, wenn in China ein Reissack umfällt oder in Japan oder sonst wo, bin auch nicht ich verantwortlich dafür, du Arsch. Also halt die Fresse. Ich finde es immer interessant, wie dann so Sachen, wenn ich wirklich mal zuschlag und dann wirklich mal jemand fast im Krankenhaus landet. Sowas wird nie irgendwo gepostet. Ich frage mich, warum? Vielleicht, weil dann wahrscheinlich keiner mehr von mir an der Haustür stehen würde, weil sie alle Schiss hätten. Wenn ich wirklich mal ernst mache, dann schaut die Welt anders aus, glaub mir. Dann steht die Welt gleich mal auf dem Kopf, weil ich dann mal an die Füße packe und am Baum aufhänge. Mit die Füße voraus. Dadurch, dass Rainers Abonnenten langsam aber stetig zunahmen, fühlte er sich in der Rolle als YouTuber bestätigt. Da Rainers Abonnenten aber hauptsächlich aus Hatern bestanden, wurde er von anderen YouTubern nicht als ihresgleichen angesehen. Die Interaktionen mit Tanzverbot und Iblali zeigten, wie wichtig Rainer es war, von anderen YouTubern Respekt und Anerkennung zu erfahren.